Hallo und herzlich willkommen bei Sprachkuko Deutsch lernen. Habt ihr folgendes Video gesehen? Hey Chica, darf ich dir einen ausgeben? Das ist nett, aber ich bin schon vergeben. Okay, aber du bist so schön und bei dir möchte ich nicht aufgeben. Dann muss dir mein Freund wohl einen mitgeben. Kannst du mir dann wenigstens deine Nummer geben? Okay. 0123 45 67 89. Wie? Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben? Die hat mir die falsche Nummer gegeben. Das vergebe ich dir nie. Der Abel, der hat einen krassen Korb bekommen oder eine Abfuhr. In diesem Video geht es aber um etwas anderes. Es gibt ganz viele Verben mit geben. Und wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, haben diese Verben alle eine andere Bedeutung. In diesem Video sehen wir uns 8 Verben mit geben an und zu jedem Verb mit geben erzähle ich euch, welche Bedeutungen dieses Verb haben kann. Und nach einem kurzen Intro legen wir los. Sprachkuko Deutsch lernen. Das erste Verb in diesem Video lautet abgeben. Dazu der erste Beispielsatz. Hier an der Garderobe können Sie Ihren Mantel abgeben. In diesem Beispielsatz bedeutet abgeben, dass man etwas aushändigt oder wie in diesem Beispiel den Mantel zur Aufbewahrung gibt. Sehen wir uns noch einen Beispielsatz an. David musste schnell zum Finanzamt. Er musste ein wichtiges Dokument abgeben. Auch in diesem Beispielsatz bedeutet etwas abgeben, etwas aushändigen. Sehen wir uns einen weiteren Beispielsatz an. Egon möchte nichts von seiner Pizza abgeben. In diesem Beispielsatz bedeutet etwas abgeben, etwas teilen oder etwas freiwillig überlassen. Egon möchte aber nicht teilen, er möchte nichts von seiner Pizza abgeben. Sehen wir uns noch einen Beispielsatz an. Ihr gebt ein wirklich schönes Paar ab. Denkt an Romeo und Julia zum Beispiel. Ihr gebt ein schönes Paar ab. Etwas abgeben bedeutet in diesem Beispielsatz etwas darstellen oder etwas sein. Noch ein weiterer Beispielsatz. Ach, Stefan lügt nur. Mit solchen Leuten gebe ich mich nicht ab. Mit solchen Leuten gebe ich mich nicht ab. Sich abgeben mit bedeutet in diesem Beispielsatz, dass man mit diesen Leuten oder solchen Leuten nichts zu tun haben will. Dass man sich mit solchen Leuten nicht einlassen möchte. Man vertraut diesen Menschen einfach nicht. Sehen wir uns noch einen letzten Beispielsatz an. Der Fußballer ist viel zu egoistisch. Er gibt den Ball nicht ab. Den Ball abgeben bedeutet in diesem Beispiel den Ball abspielen oder einem anderen Mitspieler den Ball geben, zuspielen. Wenn ihr Fußball schaut, dann versteht ihr diesen Satz sicherlich. Sehen wir uns nun das nächste Verb an. Das nächste Verb lautet angeben. Auch dazu Beispielsätze. Erkan meint echt, er sei der Größte. Er gibt ständig an. Angeben bedeutet in diesem Beispielsatz prahlen, sich wichtig tun oder posen. Yo, ich bin der Größte. Ey, guck mal mein Hemd und mein Polo und mein Auto. Yeah. Ich hoffe, ihr versteht, was angeben in dieser Situation bedeutet. Man könnte auch sagen, Erkan ist ein wirklicher Angeber. Sehen wir uns den nächsten Beispielsatz an. Sie hat die falsche Nummer angegeben. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video, das ihr zu Beginn meines Videos gesehen habt. Das Mädchen hat eine Nummer herausgegeben, aber diese war leider falsch. Sie hat die falsche Nummer angegeben. Angegeben bedeutet in dieser Situation etwas mitteilen oder etwas nennen und in diesem Fall leider die falsche Telefonnummer. Sehen wir uns das nächste Verb an. Das nächste Verb lautet aufgeben.
Auch dazu Beispielsätze. Auf geht's, weiter so, du schaffst das, nicht aufgeben. Nicht aufgeben bedeutet in dieser Situation, dass man etwas, zum Beispiel einen Wettkampf, nicht vorzeitig abbrechen sollte. Aufgeben bedeutet hier also etwas vorzeitig abbrechen oder beenden. Sehen wir uns noch einen Beispielsatz an. Ich hätte gerne einen Cheeseburger und eine Cola. Ich habe gerade eine Bestellung aufgegeben. Eine Bestellung aufgeben bedeutet in dieser Situation etwas bestellen. Sehen wir uns das nächste Verb an. Das nächste Verb lautet ausgeben. Ein Beispiel. Darf ich dir ein Getränk ausgeben? In diesem Beispiel bedeutet ein Getränk ausgeben, ein Getränk spendieren, ein Getränk bezahlen oder eine Person zu einem Getränk einladen. Noch ein weiteres Beispiel. Getränke werden nur an der Bar ausgegeben. In diesem Beispielsatz bedeutet ausgeben ein Getränk ausschenken oder aushändigen. Sehen wir uns den nächsten Beispielsatz an. Claudia hat viel zu viel Geld für neue Kleidung ausgegeben. In diesem Beispielsatz bedeutet ausgeben etwas verbrauchen. Nämlich, wenn ich Geld ausgebe, verbrauche ich Geld. Sehen wir uns noch einen letzten Beispielsatz an. Diego hat sich für ihren Freund ausgegeben. Dabei stimmt das ja gar nicht. In diesem Beispielsatz bedeutet ausgeben, sich fälschlicherweise für eine andere Person ausgeben. Vielleicht wollte er seine gute Freundin nur beschützen und hat deshalb gesagt, ich bin ihr Freund, damit der Stalker endlich Land gewinnt. Das nächste Verb lautet mitgeben. Auch dazu Beispiele. Hey, stress mich mal nicht, sonst muss ich dir gleich eine mitgeben. In diesem Beispiel bedeutet mitgeben jemanden schlagen. Sehen wir uns noch ein Beispiel an. Ich gehe kurz zur Post. Warte. Kann ich dir einen Brief mitgeben? In diesem Beispiel bedeutet etwas mitgeben, etwas zur Mitnahme überreichen. Sehen wir uns das nächste Verb an. Das nächste Verb lautet übergeben. Auch dazu Beispiele. Ich habe gestern so viel getrunken, dass ich mich übergeben musste. Sich übergeben bedeutet, wie ihr schon seht, brechen oder kotzen. Sehen wir uns noch einen Satz an. Nach einem tadellosen Auftritt wurde der Tänzerin die Goldmedaille übergeben. In diesem Beispiel bedeutet übergeben wieder etwas aushändigen. Ihr habt schon gemerkt, einige Verben mitgeben bedeuten etwas aushändigen. Sehen wir uns das nächste Verb an. Das nächste Verb lautet vergeben. Auch dazu Beispiele. Hey, hast du eigentlich einen Freund? Ja, ich bin vergeben. Ich bin vergeben bedeutet, ich bin verlobt oder verheiratet oder einfach nur in einer Beziehung. Sehen wir uns noch einen Beispielsatz an. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist leider nicht vergeben. In diesem Beispielsatz bedeutet vergeben, dass diese Nummer noch keiner Person zugewiesen wurde. Sehen wir uns noch einen Beispielsatz an. Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Bitte vergib mir. In diesem Beispiel bedeutet vergeben oder bitte vergib mir, bitte verzeih mir. Sehen wir uns noch das letzte Verb an. Das letzte Verb in diesem Video lautet zugeben. Auch dazu möchte ich euch einen Beispielsatz zeigen. Ich weiß, ich übertreibe wirklich manchmal. Das gebe ich ja zu. In diesem Beispielsatz bedeutet etwas zugeben, etwas als richtig bestätigen oder die Wahrheit von etwas bestätigen. Ich könnte auch sagen, ja, tut mir leid, ich habe gelogen, das gebe ich zu. Auch in diesem Beispielsatz bestätige ich etwas als richtig. Und das war's auch schon mit den Beispielen zu Verben mitgeben. Ich habe nicht
alle Bedeutungen genannt und auch nicht alle Verben mit geben. Solltet ihr ein Verb mit geben für richtig halten oder eine Bedeutung vermissen, dann schreibt diese doch bitte in die Kommentare des Videos. Und wenn ihr mit mir Deutsch lernen möchtet und mit mir gemeinsam unsere Community aufbauen möchtet, dann werdet Mitglied meines Kanals, denn mittwochs streame ich sehr oft um 22 Uhr deutscher Zeit und dann könnt ihr mit anderen Deutschlernerinnen und Deutschlernern Deutsch lernen. Wichtig ist, dass ihr euch mindestens auf der Sprachniveaustufe B1 befindet, denn mein Unterricht richtet sich an alle Lernenden der Sprachniveaustufen B1 bis C1 und sogar noch darüber. Und sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals freuen. Und ich freue mich schon auf das nächste Video für und mit euch und sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.